willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben wahnsinnig viele neue Marken und Düfte ins Sortiment aufgenommen und ich komme gar nicht mehr hinterher. Insofern muss ich jetzt irgendwo starten. Ich dachte mir, ich mache mal ein Edenist Special, eine Marke, die wir erst seit kurzem ins Sortiment aufgenommen haben. Und ich habe heute 6 Düfte von dieser Marke mit dabei, die ich allesamt ehrlicherweise noch nicht gerochen habe, weil ich komme selbst nicht mehr hinterher, die alle zu riechen. Insofern lasst uns mal gemeinsam reinstarten. Ich gebe euch meinen ersten Eindruck mit auf den Weg und ihr entscheidet, ob ihr am Ende einen von diesen in unserem Gewinnspiel gewinnen möchtet oder auch in euren Kalender packen möchtet. Der allererste Duft, den ich dabei habe, ist der Neroli Sensual und ich höre allein schon vom Namen, dass das ein Duft sein könnte, der mir persönlich sehr, sehr gut gefallen könnte. Oh ja, ein sehr, sehr heller, weißer Duft mit leicht grünlichen Nuancen, mit einer leichten Bitterkeit. Wir haben Petit Grain mit drin, wir haben natürlich auch Zitrone mit drin. Ein wirklich sehr, sehr heller, sehr, sehr alltagstauglicher Duft, der so ein bisschen cremige Vibes auch bekommt. Der Duft hat eine gewisse Leichtigkeit. Er hat natürlich florale Noten, die aber wirklich sich im Zaum halten. Einen sauberen Charakter. Und der Duft soll eben so ein bisschen runterbringen, Stress rausnehmen, Entspannung fördern. Und ich muss sagen, das tut er absolut. Für mich ein ganz, ganz toller Wohlfühlduft für den Alltag, nicht zu aufdringlich, nicht zu intensiv, behält diese ganz leichte Spritzigkeit durch Bergamotte, behält diese leichte, bittere Note in Kombination aber mit einer Fruchtigkeit, Orangenblüte, weiße Blüten, Moschus, macht das so ein bisschen cremig, fluffig. Also mit dem kann man definitiv relaxen. Für mich ein absoluter Immergeher. Von der Jahreszeit ebenfalls. Das ist so ein wirklich sehr unkomplizierter Duft, der sich eben perfekt tragen lässt. Vanille Irresistible ist der nächste Duft, ja. Wahrscheinlich für alle Vanille-Liebhaberinnen und Liebhaber da draußen. Ich bin total gespannt, ob das ein Vanilleduft ist, der jetzt für die wärmeren Jahreszeiten passt oder ob das doch eher in eine etwas schwerere, dunklere Vanille-Richtung geht. Leicht alkoholische pudrige Noten zu Beginn. Weihrauch, wir haben was rauchig, leicht alkoholisiertes, pudriges. Dieses Pudrige ist eine ganz, ganz spannende Kombination, macht den Duft nämlich sehr fein. Der Duft wird eben trockener, pudriger, behält aber dieses leicht alkoholische, was so ein bisschen in dem Gegensatz zu diesem pudrigen steht. Und wir bekommen auch eine schöne Vanille mit rein. Es ist kein so ein mega cremiger Vanilleduft, sondern eher ein etwas trockener, ein bisschen würziger Vanilleduft. Und was ich aber auch finde, ist es, dass eben der Rum und der Weihrauch auf jeden Fall im Verlauf immer mehr zurückgeht. Das heißt, wenn du dir jetzt Sorgen gemacht hast, dass der vielleicht zu herb, zu alkoholisch irgendwie im Verlauf sein könnte, da kann ich dir die Angst wirklich nehmen. Das geht in den Hintergrund und jetzt kommt immer mehr eben eine wunderschöne Vanille in den Fokus, die ganz toll tanzt mit diesem pudrigen. Das ist so ein Reigen aus leicht cremig, aber doch pudrig, schön süß. Schöne florale Noten, die damit reinkommen. Also wirklich ein sehr, sehr fein aufeinander abgestimmter Duft. Um meine Anfangsfrage oder Hypothese zu beantworten, für mich eher ein Duft, der wirklich in den Herbst oder auch in den Winter passt. Wir haben eben durch das Pudrige und eben auch dadurch, dass der Duft schon auch Power hat, einen Duft, der jetzt nicht so leicht zu tragen ist für die wärmere Jahreszeit, aber man kann sich ja auch schon auf was freuen. Für mich auch definitiv ein Duft, der ein gewisses Sexappeal hat, den man perfekt auch abends tragen könnte. Für alle Vanilleliebhaberinnen, die eben was Besonderes suchen, könnte der Duft sich definitiv eignen. Vetiver Imaginaire ist der nächste und ich bin total gespannt, wie Vetiver hier in den Duft mit eingesponnen ist. Das finde ich ja sowieso immer, wenn ein Duft schon nach einer gewissen Duftnote benannt ist, dann kann es manchmal sehr spannend sein, wie das einfach interpretiert und übersetzt und eingebettet worden ist. Insofern lasst uns mal schauen, was für eine Rolle Vetiver hier in diesem Duft spielt. Der Start ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig, ganz tolle Zitrusfrüchte, eine Kombination aus Grapefruit, Mandarine und Orange. Das ist wirklich... Wow, da läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an dem Duft rieche. Das ist so schön erfrischend, spritzig, zitrisch. Dann bekommen wir florale Noten. Ich finde vor allem die Weißblütler riecht man hier schön mit raus. Der Duft ist definitiv belebend, sehr, sehr hell, aber nicht zu aufdringlich. Auch auf jeden Fall für den Alltag geeignet und der wird im Verlauf runder, der wird eingefangen.
Auch wenn dieses Erfrischende im Fokus bleibt, kommen dann eben leicht holzige, leicht erdige Noten, die aber ganz toll eingehüllt sind in einen fluffigen Moschus. Das ist wirklich richtig toll. Er bekommt so ein bisschen Tiefe, er bekommt so ein bisschen Komplexität im Verlauf. Für mich wirklich ein richtig, richtig cooler Alltagsduft, der absolut unisex zu tragen ist und für mich auch perfekt in die warme Jahreszeit passt. Oud Ghazal wird wohl ein Duft sein, der auf jeden Fall sehr intensiv und eine gute Tiefe besitzen wird. Ich bin sehr gespannt, wie die Duftnoten, die ich gelesen habe, in diesem Duft zusammenspielen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Im ersten Riechen was Harziges, Holziges, leicht Rauchiges, sehr dunkel, ein sehr, sehr tiefer Duft. Würzig, leichte Trockenheit, wie ich finde. Der Duft ist auf jeden Fall dunkel, der ist tief, der hat dieses Rauchige, der hat dieses Holzige. Wow, also ein Statement. Was ich aber super spannend an diesem Duft finde, ist, dass immer mal wieder so ein ganz leichter Schwarzkirschenakkord rauskommt, wie bei so einer Schwarzwälder Kirschtorte. Das heißt, die haben hier so was ganz, ganz leicht Gourmandiges, was für mich jetzt aber nicht im Fokus steht. Also ich finde jetzt nicht, dass das ein Kirschduft ist, aber immer mal wieder blitzt da eben was leicht fruchtig, dunkles, saftiges aus dieser Schwarzkirsche mit raus, was wirklich den Duft sehr, sehr, sehr besonders macht. Auch ein Duft, den man eher in den kälteren Jahreszeiten trägt. Für meinen Geschmack etwas maskulin. Ich selbst trage aber auch solche schweren Oud-Lederdüfte ehrlicherweise nicht so. Das kann aber jeder von euch natürlich selbst für sich ausmachen. Und der hat natürlich schon ordentlich Power. Cuir Sauvage ist der nächste Duft, ein Lederduft. Auch bei dem bin ich natürlich sehr gespannt, wie Leder in Szene gesetzt wird. Der startet würzig hell, bekommt aber sehr, sehr schnell einen pudrigen Einschlag, wie ich finde. Was ich auch hier total interessant finde, ist, dass sich da wirklich sehr schnell auch Leder mit reingibt. Und wir haben natürlich was Pudriges, aber irgendwie wird das auch zu einer so leicht zähen Masse in diesem Duft, was gar nicht negativ gemeint ist, sondern die einzelnen Duftnoten fließen so zusammen. Im Fokus steht auf jeden Fall ein geschmeidiges, fast schon weiches Leder, was eben so ein bisschen pudrig dann doch gebettet wird, was wirklich eine sehr, sehr interessante Mischung gibt. Auch das ein Duft eher für die kälteren Jahreszeiten. Für mich ein absoluter Unisex-Duft für alle Frauen auch da draußen, die eben auf Lederdüfte stehen, durch dieses Pudrige, aber der hat schon auch wirklich Power. Also auch das eher ein Duft für die etwas kälteren Jahreszeiten, ein Duft, den ich wahrscheinlich zum Ausgehen tragen würde, der im Verlauf auch eine Tonkabohne mit reinbekommt und eben schön holzig gebettet ist. Seduction ist der letzte Duft und auch hier schon allein von den Duftkomponenten. Ja, das wird wahrscheinlich auch einer meiner Favoriten werden, neben dem Neroli Central, den wir als erstes gerochen haben. Man hat halt so seine spezifischen Beuteschemata, da kann man halt nichts dagegen machen. Ja, Aldehyde, sehr durchsichtig, so eine leicht bläuliche Färbung. Ich habe den jetzt mal kurzerhand auf die Haut aufgesprüht. Vergiss den Duftstreifen bei diesem Duft. Der riecht so toll auf der Haut. Der hat ganz feine florale Noten, ohne dass es zu extrem wird. Wunderschön mit Moschus, sehr hautnah, sehr cremig, so ein bisschen verführerisch. Das ist eine tolle Aura, die sich da ummantelt. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, wie der auf der Haut schimmert. Also der hat so eine ganz, ganz tolle Textur. Der hat was leicht Verführerisches für mich. Der hat so was leicht Mystisches und ist ein absoluter Wohlfühlduft für mich. Sehr feminin, schon auch ausdrucksstark, obwohl die Sillage jetzt nicht zu heftig ist, aber das ist ein Duft, den wird man definitiv wahrnehmen. Der ist so schön, fast schon so ein bisschen sauber auch. Der ist irgendwie rein, obwohl er was Verführerisches hat. Das ist so ein bisschen gegensätzlich und das macht den Duft ganz, ganz, ganz besonders. Wirklich sehr angenehm zu riechen, eben auf der Haut. Also wenn du den ausprobieren möchtest, direkt auf die Haut, bitte nicht auf den Duftstreifen. Das wird dem Duft einfach nicht gerecht. Und wenn du jetzt sagst, Edenist, kenne ich nicht, möchte ich ausprobieren, dann kannst du einen von diesen Düften in 8 ml gewinnen. Dafür einfach das Video liken, den Channel abonnieren und schreib mir in die Kommentare, welchen von diesen Düften es dir angetan hat. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.